Ein paar weitere Themen, die möglicherweise für Sie aktuell nicht relevant sind, aber relevant werden könnten für Sie oder für andere Leute, die Sie im Studium kennenlernen. Eines davon ist der Nachteilsausgleich. Nachteilsausgleiche greifen immer dann, wenn man insbesondere chronische Lerneinschränkungen hat, also beispielsweise LRS, Rheuma oder ähnliches. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die Fachstudienberatung, beratung@informatik.tu-darmstadt.de. Es gibt die Möglichkeit, ein Teilzeitstudium zu machen, allerdings nur auf einen begründeten Antrag hin. Mögliche Gründe sind Erwerbstätigkeit, Selbstständigkeit oder freiberufliche Tätigkeit, jeweils mit einem gewissen auf der Webseite angegebenen Mindestumfang. Also Sie können nicht ein Teilzeitstudium beantragen, wenn Sie nur eine Stunde die Woche arbeiten. Es gibt einen Mindestumfang. Behinderungen oder chronische Erkrankungen können Sie ebenfalls zu einem Teilzeitstudium qualifizieren, ebenso wie Gremientätigkeit in der studentischen Selbstverwaltung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf den Seiten zum Teilzeitstudium und bei der Servicestelle Teilzeitstudium sowie unter www.teilzeitstudium.tu-darmstadt.de. Sollten Sie bereits ein Kind haben, dann herzlichen Glückwunsch meinerseits. Dann haben Sie gewisse Herausforderungen beim Studieren mit Kind gegebenenfalls und auch hierfür gibt es Unterstützung im Rahmen der Servicestelle Familie. Weiterführende Informationen finden Sie unter anderem auf der Homepage des Fachbereichs Informatik www.informatik.tu-darmstadt.de, im FAQ des Bachelor Informatik auf der Seite des Studiengangs Bachelor Informatik, in Foren, in der Ordnung des Studiengangs, bei der Fachstudienberatung, die Sie gerne kontaktieren können, und im Studienbüro. Das Studienbüro befindet sich im Piloti-Gebäude S202 in Raum D117. Bitte schauen Sie auf die Webseite für die konkrete Angabe der Sprechstunden. Das Studienbüro ist immer dann der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Prüfung und Bescheinigung, insbesondere rechtliche Fragen zur Prüfung geht. Also Anmeldung, Abmeldung, Probleme bei der Anmeldung, Krankschreibung vor einer Prüfung und ähnliches. Es geht nicht um eine fachliche Beratung zu einer Prüfung oder dem Tipp, welche Prüfung Sie wann machen sollen. Letzteres wäre beides bei der Fachstudienberatung. Eine kleine Eigenwerbung für ein Hilfstool, was für mehrere Fächer im Studium hilfreich sein könnte, insbesondere das Fach AUD, Algorithmen und Datenstrukturen. Das ist ein System namens Animal. Dieses System dient zur Visualisierung und Animation von Algorithmen und Datenstrukturen und damit etwas besser greifbar und begreiflich machen, wie diese funktionieren. Vermutlich sind hier die meisten Algorithmen aus dem Studium vertreten, allerdings vielleicht nicht immer exakt so, wie der jeweilige Dozent oder die Dozentin des Faches exakt diese in dem jeweiligen Semester darstellt. Dennoch können sie sehr hilfreich sein, um besser zu verstehen, wie die Algorithmen funktionieren. Das Tool ist komplett kostenlos, ist eine Eigenentwicklung, die an der TU Darmstadt über Jahre erfolgt ist und lässt sich unter www.algoanim.net herunterladen. Es erfordert Java 8 oder neuer, aber das braucht man für die FOP-Vorlesung ersten Semester sowieso